Das Schweizer Bundesverwaltungsgericht hat die Abschreibung der AT1-Anleihen beim Bail-in der Credit Suisse als rechtswidrig befunden. Was das genau bedeutet und was das möglicherweise auch mit dir zu tun hat, damit wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Die Schweiz ist und bleibt das beliebteste Auswanderungsland der Deutschen. Gerade wenn man aus Deutschland schnell weg will und möglicherweise auch nur für ein paar Jahre irgendwo hin möchte. Wir sagen ja dazu ein bisschen salopp Auswandern light. Dann ist die Schweiz natürlich trotz aller Probleme und aller problematischer Entwicklung, die es dort auch gibt, immer noch attraktiv. Deswegen veranstalten wir regelmäßig unser Seminar Auswandern in die Schweiz, wo wir wirklich alle steuerlichen Themen detailliert besprechen, was du in Deutschland zu erwarten hast. Doppelsteuerungsabkommen, überdachende Besteuerung, Wegzugsteuer, Entstrickungsbesteuerung, erweitert beschränkte Steuerpflicht und dann natürlich auch, um was es wirklich in der Schweiz geht, in welchen Kanton du ziehst, die Pauschalbesteuerung, was ist mit Unternehmensgründung, wie kannst du dir den Schweizer Pass sichern als zweite Staatsbürgerschaft. All das behandeln wir im Detail. Ein intensives zweitägiges Seminar wird regelmäßig in Zürich von uns veranstaltet. Schau auf unserer Webseite nach, wenn du daran teilnehmen möchtest. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Du hast es sicherlich mitbekommen, im Jahr 2023 ist ja die Credit Suisse krachend gescheitert. Sie ist mehr oder weniger untergegangen und wurde dann in einem spektakulären Coup von der UBS in der Schweiz übernommen. Dabei handelte es sich um ein klassisches Bail-in, denn ähnlich wie auch die Europäische Union, ähnlich wie auch Deutschland, gibt es in der Schweiz ebenso seit einigen Jahren Bail-in-Gesetze. Das bedeutet eben, dass nicht mehr der Steuerzahler für Bankenrettungen zahlen muss, sondern dass es hier eine sogenannte Haftungskaskade gibt, wonach dann zum Beispiel Aktionäre der Bank, Anleihenhalter oder eben auch diejenigen, die bei der Bank Vermögen geparkt haben, herangezogen werden. Wir haben ja dazu auch schon einige Videos gemacht. In Deutschland spricht man hier vom SAG-Gesetz, vom Sanierungs- und Abwicklungsgesetz. In Deutschland wie auch in der Schweiz ist es so, wenn du dort über 100.000 Franken oder in Deutschland bzw. der EU eben 100.000 Euro auf dem Konto hast, also jener Betrag, der über die Einlagensicherung hinausgeht, dann kannst du für die Bankenrettung zur Rechenschaft gezogen werden, zumindest dann, wenn eben die Haftungskaskade bis auf die letzte Ebene dann zum Tragen kommt und der letzte in der Kette, nämlich der Sparer, dann zur Rechenschaft gezogen wird. Was war nun genau bei diesem Bail-in bei der Credit Suisse passiert? Nun, bizarrerweise hat die Schweizer Bundesregierung und die FINMA, das ist die Finanzaufsicht in der Schweiz, entschieden, dass die Aktionäre, die ja ganz oben stehen in der Haftungskaskade, mehr oder weniger geschont werden, ja, und dass die Anleihenhalter, also jene, die diese AT1-Anleihen gehalten haben, dann diejenigen sind, die leer ausgehen. Ich hatte es schon damals für sehr problematisch empfunden. Ich empfinde es auch heute noch als rechtswidrig. Und generell muss man sagen, dass diese Entscheidung dem Schweizer Standort sehr geschadet hat. Viele Kunden haben danach ihre Vermögen abgezogen und sie zum Beispiel nach Singapur oder auch in die Vereinigten Arabischen Emirate oder auch in die USA transferiert. Denn die Rechtssicherheit ist doch, wenn es um dein Vermögen geht, wenn es um den Vermögensschutz geht, ganz entscheidend. Wenn eine Bundesregierung so letztlich ad hoc entscheiden kann, dass die wichtigen Haftungsregelungen bei einem solchen Bail-in einfach mal übergangen werden können und dann ein beliebiges Glied in dieser Haftungskaskade zur Rechenschaft gezogen wird, während andere verschont werden. Das ist natürlich ziemlich krass, meiner Meinung nach. Und so haben es ehrlich gesagt auch viele andere Experten bewertet. Der Grund hierfür war jetzt im Fall der Credit Suisse meiner Meinung nach, dass namhafte Aktionäre der Credit Suisse die Saudis sind und die Kataris sind und man wollte die eben nicht zu sehr verärgern. Man wollte nicht, dass die letztlich ihr Vermögen aus der Schweiz abziehen. Das ist meine Meinung. Und deswegen hat man ihnen letztlich dann, als die Credit Suisse unterging, UBS-Aktien gegeben. Sie wurden also entschädigt, während die AT1-Anleihenhalter komplett leer ausgegangen sind. Sie haben letztlich ihr ganzes Geld verloren. Eine Anleihe, ein Bond ist ja letztlich ein Darlehen, was man einem Unternehmen gibt. Und das war wirklich tatsächlich komplett futsch. Hier gab es dann einige Klagen und jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass die FINMA damals nicht korrekt gehandelt hat. Es war nicht korrekt, hier willkürlich die Aktionäre zu verschonen, aber die Anleihenhalter zu bestrafen. Wirklich eine Entscheidung, die einen jetzt nicht verwundern sollte. Ich finde persönlich diese Entscheidung sehr gut. Ich finde, sie gibt dem Schweizer Bankenstandort viel Glaubwürdigkeit zurück.
Vertrauen, was verloren wurde, ist wieder hergestellt durch diese Gerichtsentscheidung. Man merkt eben, dass die Schweiz doch ein Rechtsstaat ist und sich hier an lang etablierte Rechtstraditionen hält, auch wenn eine inkompetente Regierung, und so muss man es leider tatsächlich sagen, damals anders entschieden hat. Es darf einen nicht verwundern, dass die Regierung inkompetent ist. Karin Keller-Sutter, die Bundesrätin, also die Wirtschaftsministerin damals, ist von Beruf Dolmetscherin. Nichts gegen Dolmetscher, das ist sicherlich ein sehr ehrenwerter Beruf. Aber man kann nicht erwarten, dass sich so jemand dann natürlich mit Bankenrecht, Finanzen etc. wirklich auskennt. Daher eigentlich kein Wunder, dass es zu diesem Debakel gekommen ist, das extrem schädigend für den Schweizer Bankenstandort war. So muss man es tatsächlich leider sagen. Jetzt ist also die FINMA natürlich gleich in die Berufung gegangen. Sie will dieses Gerichtsurteil nicht hinnehmen. Ich denke, dass das ebenfalls ein Fehler war. Ich wäre nicht in die Berufung gegangen. Man hätte diesen Wink mit dem Zaunpfahl meiner Meinung nach besser beachtet. Man wäre besser bescheiden gewesen und hätte versucht, wie man jetzt Schaden begrenzen kann, wie man entsprechend die AT1 Bondholder entschädigen kann, anstatt jetzt hier noch in die Berufung zu gehen, meiner Meinung nach kindisch und definitiv nicht der Standortsdebatte zuträglich. Wie gesagt, das Ganze ist schädlich für die Schweiz. Die Schweiz hat viel Glaubwürdigkeit verloren. Es wäre jetzt im Interesse aller, die Sache im stillen Kämmerlein zu regeln und jetzt hier nicht noch weiter in irgendwelche Gerichtsverfahren auszutragen. So, was heißt das für dich konkret? Also, wie ich es schon gesagt habe, ähnlich wie auch in Deutschland gibt es in der Schweiz auch diese Bail-in-Gesetze. Das heißt, wenn es in der Schweiz zu einer Bankenpleite kommt, dann bist du ebenfalls davon betroffen, möglicherweise, also in letzter Instanz, wenn du mehr als 100.000 Franken auf dem Konto hast. Und da ist natürlich extrem wichtig, dass du dich dann darauf verlassen kannst, dass die Obrigkeit, dass die Regierung sich auch an die etablierten Regelungen hält und hier nicht einfach willkürlich die Haftungsfrage regelt. Jetzt stell dir mal vor, ich meine, man hätte jetzt auch einfach sagen können, okay, wir entschädigen jetzt eben auch noch die Bondholder und dafür müssen dann die Sparer bluten, die mehr als 100.000 auf dem Konto haben. Das wäre auch komplett verrückt und ist extrem verunsichernd für jemand, der Konto möglicherweise gerade deswegen in der Schweiz hat, weil er einen sichereren Ort dafür sucht als die EU. Wir wissen ja selbst, die Europäische Zentralbank ist krass undemokratisch, sie ist krass intransparent und ich meine, da würde man eher solche Maßnahmen erwarten wie jetzt hier in der Schweiz. Aber eben der Schweizer Klüngel hat in diesem Fall mal wieder gewonnen und es ist gut, dass jetzt das Gericht entsprechend festgestellt hat, dass es so nicht geht. Hoffen wir, dass bei diesem Urteil bleiben, dass die FINMA im Berufungsverfahren nicht gewinnt. Generell muss man natürlich sagen, dass die Schweizer Banken meiner Meinung nach schon sicher sind. Ich meine, die UBS hat jetzt eine gewisse Sonderfunktion. Ich würde definitiv kein Geld bei der UBS anlegen, aber die Schweizer Kantonalbanken zum Beispiel sind meiner Meinung nach sehr sicher. Dort wird ja letztlich für die Verbindlichkeiten der Bank mit dem gesamten Vermögen des Kantons gebürgt. Ja, das musst du dir mal vorstellen. Also ist die Haftung nicht beschränkt, der Kanton haftet unbeschränkt. Ja. Das ist natürlich schon ein ganz erhebliches Versprechen, was da gemacht wird. Auch viele kleine Privatbanken in der Schweiz sind natürlich gut. Die betreiben keine spekulativen Investmentgeschäfte. Das ist ja letztlich der Credit Suisse zum Verhängnis geworden. Also daher, ich finde auf jeden Fall, dass man dem Schweizer Standort nach wie vor vertrauen kann, den Schweizer Banken vertrauen kann. Und ich finde eben auch, dass dieses Gerichtsurteil, wie ich es jetzt schon mehrfach gesagt habe, auch hilft, Vertrauen wieder herzustellen. Ganz wichtig ist wie immer, dass du dir als Anleger bewusst bist, was die Risiken konkret sind. Viele Mandanten wissen überhaupt nicht, dass es in der Schweiz auch solche Bail-in-Gesetze gibt, dass eben am Ende auch dort der Sparer mit seinem Sparvermögen bezahlt, wenn es zur Bankenrettung kommt. Viele haben ja Konten in der Schweiz eröffnet, als sie realisiert haben, welche Risiken es in der EU gibt. Ja, also das heißt, zunächst mal ist das sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt. Im Zweifelsfall könntest du das streuen, indem du eben nicht mehr als 100.000 zum Beispiel auf einem Konto hast. Es ist ja ohnehin die Frage, wie sinnvoll ist es jetzt, 100.000 in bar auf einem Konto zu haben. Die meisten werden entsprechend auch die Mittel anlegen. Aber dass man eben weiß, was man tut, dass man informierte Entscheidungen trifft und nicht auf einmal in etwas hineinschlittert, was einen dann total überrascht und möglicherweise finanziell ruiniert. Ich habe ja selbst einige Jahre in der Schweiz gelebt. Ich habe es ja hier auch schon vielfach erzählt. Auf diesem Kanal sicherlich nach wie vor ein sehr schönes Land, ein sehr attraktives Land. Und ich denke vor allen Dingen, wenn man das als Sprungbrett verwendet, dort vielleicht nur mehrere Jahre verbleibt und jetzt nicht für immer. Also ich war zum Beispiel 3 Jahre in der Schweiz. Dann ist man aber schon mal aus Deutschland raus. Dann fängt in Deutschland die Uhr schon mal an zu ticken. Du weißt ja, da gibt es so Dinge wie erweitert beschränkte Steuerpflicht, Erbschaftssteuer etc.
Das hängt dir noch 5 bis 10 Jahre nach. Also mit einem Umzug in die Schweiz fängt das schon mal an zu ticken und du kannst ja von dort aus dann weitere Pläne machen. Die Schweiz ist ein neutrales Land, sie ist nicht im Euro, sie ist nicht in der EU. Das wird sicherlich die nächsten Jahre auch noch so bleiben, wobei ich jetzt keine Prognosen machen würde hier für die längere Zukunft. Aber als Sprungbrett sicherlich ein ideales Land, das muss man ganz klar sagen. Und es ist eben sehr einfach, dort eine Aufenthaltsbewilligung zu bekommen. Jeder EU-Bürger kann in der Schweiz leben, wenn er möchte. Wenn auch du dich gerade damit befasst, einen Plan B zu etablieren, wenn du dein Vermögen schützen willst, wenn du dir überlegst, auszuwandern, vielleicht sogar in die Schweiz oder irgendwo anders hin, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Oder eben auch, wenn du dir überlegst, in die Schweiz umzuziehen, dann komm doch gerne zu unserem Seminar. Da wirst du auch tolle Leute kennenlernen, die in der gleichen Situation sind wie du, Leistungsträger, die sich mit einem Umzug in die Schweiz befassen. Da kann man sich sehr gut austauschen. Da lernt man dann vielleicht auch gleich schon neue Freunde und Geschäftskontakte kennen. Alle weiteren Termine, wie gesagt, auf unserer Webseite. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als uns nur mit solchen Fragen und Themen auseinanderzusetzen. Auswandern, Steueroptimierung im Ausland, Plan B, Vermögenssicherung. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.